Der Wow-Effekt nimmt kein Ende. Der Flair 920, jetzt 2023 mit dem 24er Modell hier. Es wurden viele Detailverbesserungen durchgeführt, gerade was das Thema Mechanik und so weiter. Ihr seid ja Fachhändler, ihr wart auch ein bisschen mit dabei, das Ganze auch am Anfang durchzutesten, oder? So sieht das aus, aber das ist immer so, wenn du ein Produkt hast, was neu auf dem Markt ist, dann gibt es immer kleine Wehwehchen und es wird immer besser und das ist uns jetzt auch wieder gelungen. Und das, was dran war, haben wir abgestellt und ja, wir schauen uns heute mal den Flair 920 an, also ein Liner in der Kategorie 7,49 Tonnen, also mit der Klasse 3 oder auch Führerschein C1 zu fahren und dieses Fahrzeug ist, muss man einfach sagen, im ganz neuen, modernen Design, progressiv gehalten, bietet ganz viele tolle Details. Vor allem stehen wir gerade. Wir haben jetzt, wenn wir uns das mal anschauen, hier die Busklappen verbaut und haben also eine tolle Optik dadurch und haben natürlich auch gut greifbare Technik. So haben wir einen Gastank, darüber einen Abwasser-Fäkalientank, die komplette Wasserversorgung, die dort neben sich befindet. Wir haben vorne den Diesel-Bluttank und auch noch sämtliche Technik, wo wir rankommen. Also es ist alles sehr, sehr gut zugänglich und du hast bei dem Fahrzeug zentral halt das ganze Thema Versorgung, wie auch bei allen anderen Modellen. Das heißt, wir haben auch hier die Auslasshähne, also die Hähne sind hier oben, aber hier unten kommt es dann dementsprechend raus und es ist alles schön zentral zusammengepackt. Und das ist natürlich. Das sind hier Festtanks. Also das ist ja normal. Wenn du jetzt hier Morelo, Concorde, Phoenix, die haben alle Festtanks, die großen. Und das bedeutet, du gehst hier auf Toilette und hast einen Fäkaltank, keine Chemietoilette mehr, keine Kassette mehr. Die hält auch viel länger, oder? Ja, total. Also bis der Tank voll ist. Und der Tank ist direkt hier neben, also in schwarz. Das heißt, es ist ein super großer Tank. Jetzt wird bestimmt die Frage kommen, wie viel Tankvolumen hat er? Nee, kommt nicht. Okay, dann ist gut. Also die langt üblicherweise eine Woche, 2. Hängt natürlich davon ab, mit wie vielen Leuten. Vielleicht nochmal zum funktionalen Doppelbodenkonzept. Ja. Das ist ja auch eine Geschichte, die man erläutern muss. Dieser Doppelboden ist ein Klimaspeicher-Doppelboden, der auch bewärmt wird. Alle Tanks sind innenliegend. Das bedeutet, das Ding ist absolut winterfest und man hat immer schön warme Füße. Genau so sieht das Ganze aus, dem kann ich nichts hinzufügen. Und du hast zum Beispiel bei diesem Fahrzeug nochmal einen Auszug mit dabei, dass du das nochmal rausziehen kannst und kannst hier Schuhe, Jacken oder alles, was du mitnimmst, bequem rausholen. Ja. Ja, absolut. Das können wir uns auch gleich nochmal anschauen. Schönes Detail, man sieht das hier, du kannst das Wasser trinken, denn das hat einen UVC-Filter drin von Alde. Aquaclear heißt das Ganze, zusammen mit dem Carbonfilter, damit es auch nicht riecht. Und das ist auch viele Dinge kannst du hier bestellen, aber auch hier eine Besonderheit, das ist jetzt die Stromeinspeisung und die ist, selbst wenn die Maus hier reinkommt, das ist sehr interessant, die kann nicht ins Fahrzeug rein, weil bei vielen geht alles abgeschlossen. Alles abgeschlossen, alles aus Metall und dementsprechend, die ist zwar drin, die kann auch das Stromkabel nehmen, aber das war's dann auch. Die kommen nicht ins Auto. Also das ist vielen schon passiert. Also viele, die jetzt das Video sehen, werden sagen, ja, habe ich zwar nicht zugegeben, aber haben meine Vorräte angefressen. Die können sich extrem klein machen. Hier sieht man einen großen Gastank und das ist natürlich auch der Liner-Klasse vorbehalten. Gibt es aber hier schon bei 3,5 Tonnen. Das ist sehr interessant. Also Niesmann bietet diesen Gastank an. Das ist sehr bequem. Absolut. Damit hast du nochmal eine ganz lange Autarkie und kannst dementsprechend bequem reisen. Ja, die Busklappen, da siehst du auch richtig eine Vollisolierung mit da drin. Das sind viele Dinge, das sind Kollegen, da gibt es verschiedene Klappen und wenn die zugemacht werden, mach die mal feste zu, dass man mal hört, wie die klingt. Ja, das muss so klingen, also das ist wirklich satt, oder? Das muss satt ins Schloss fallen und es hat auch eine super Optik. Du hast es alles auf einer Linie, es integriert sich eine Klappe in die andere, also das ist genau, wenn Sie das gerade noch mal für mich noch einmal machen, bitte. Das muss auch so klingen. Ja. Jetzt hör auf. Jetzt mal ohne Witz, das klingt doch satt, oder? Wie beim Bus. Wie beim Bus, also Busklappen. Er hat gesagt, es geht von oben nach unten zu. Wobei wir auch hier die Klappe anlehnen können, weil die Klappe auch eine Zuziehhilfe hat, dass er die Klappe heranzieht. Echt? Ganz genau. Cool. Ja, wir gucken mal Länge hier von dem Fahrzeug. 9,20 Meter. Dankeschön, ich habe schon gedacht, ja. 9,20 Meter wirken aber nicht hier bei dem Fahrzeug wie 9,20 Meter. Du hast viele Fahrzeuge, die wirken dann so klotzig und so weiter. Wir haben eine tolle Optik und du hast mich schon mal drauf aufmerksam gemacht. Ist das hier das Black-Paket? So kann man das sehen, ganz genau. Was sind die Merkmale, die wir hier haben?
Wir haben einmal unten den Carbon-Diffusor. Optional ist hier nochmal dort hinter die Anhängerkupplung, die ich abnehmen kann. Dann habe ich in schwarzen Applikationen nochmal Einfassungen. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, wenn wir uns das mal anschauen mit der Rückleuchte, das ist ein automotives Design und das ist, ich fasse mal mit dem Finger rein, eine 3D-Rückleuchte, die sich also ganz progressiv und Schön. vielförmig genau darstellt. Und es ist einfach vom Lichtkonzept, finde ich, was ganz Besonderes. Was bei Niesmann auch total toll ist, wir haben hier die Rückfahrkamera, welche sich aus dem Symbol herausfährt. Haben Sie das schon gesehen? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Das ist ein toller Trick, oder? Ja, finde ich auch. Also das heißt, die kann nicht schmutzig werden, oder? So sieht das Ganze aus. Sie kann nicht schmutzig werden. Sie integriert sich. Zeig nochmal. Ich will mal von unten rein. Da ist die Rückfahrkamera. Sie fährt sich dann erst noch raus. Also sie sitzt hier unter und drückt das Niesmann-Logo hoch. Das heißt, du kannst genau da hingucken, wo du auch hinfährst. Das Thema ist ja immer, wenn du jetzt hier einen Heckgepäckträger draufschraubst, den kannst du mit Spackschrauben draufschrauben. Nein, bitte gar nicht machen. Bitte kann man keinen Heckgepäckträger mit Spackschrauben. Also auch nicht mit Spackschrauben. Warum? Ich würde einfach jetzt hier einen Bohrer nehmen, praktisch einen 8er Bohrer, wird einmal durchgehen. Oder ist da der Tank dahinter? Nee, also. Das war ein Scherz. Nee, aber dennoch, nochmal für alle, die vielleicht die Frage haben, einen Heckträger zu montieren. Wir haben ja hier eine Doppelwand. Das heißt, hier hinter befindet sich eine Wand. Das heißt, diese Wand ist eine optische Wand, aber die gibt in der Form nicht die Stabilität, dass wir hier einen Heckträger anbauen könnten. Der kommt bitte auf die Anhängerkupplung. So, also, das war nur ein Scherz. Kein Mensch würde hier mit Spackschrauben oder einem 8er Bohrer durchbohren. Das nicht. Aber ich habe auch schon an einem Niesmann einen Heckträger gesehen und es sah nicht mehr schön aus. Fürchterlich aus. Also dann lieber Rahmenverlängerung nehmen, hinten eine Box drauf machen. Also das würde gehen. Oder AHK. Genau, das ist AHK, Anhängerkupplung soll das heißt. Eine Besonderheit kenne ich von Vario Mobil, ist diese tiefe, barrierefreie Einladung. Das heißt, du hast keine Kante, wo du deinen Roller drüber machen musst. Das kennst du bei Morelo. Da musst du immer noch über eine Kante drüber. Das hast du hier nicht. Also, oder bei vielen anderen. Das hat Vor- und es hat Nachteile. Also, aber ich sehe im Moment Vorteile. Ich sehe auch nur Vorteile. Du hast einen schönen ebenerdigen Laderaum und wenn du das mal anschaust, wie viel Platz du in diesem Fahrzeug hier auch in der Heckgarage hast, das ist super. Und ein anderes Detail ist natürlich auch, wenn du mal guckst, wie schön das verarbeitet ist. Also wir haben ja nun hier wirklich alles sauber gearbeitet, es ist abgeschlossen und ein Detail, das können wir uns mal anschauen, da gehen wir aber noch einmal ums Fahrzeug rum. Sehr gerne. Christian, ich liebe immer mit dir zu drehen, weil du so eloquente Antworten gibst. Ja? Das ist so, das macht Spaß, weil du immer so ganze Sätze und ich zeige Ihnen jetzt mal dieses Detail. Also ich bin kein Elektriker, ich habe auch keine Elektrotechnik-Ausbildung, aber ich zeige euch jetzt mal was mir persönlich sehr gut gefällt und der eine oder andere wird vielleicht total begeistert sein. Wir haben hier zentral alle Sicherungen und ohne dass Stauraum weggeht. Also das ist ja meistens nämlich in der Stauklappe drin, die man schön verwenden könnte. Und hier ist sie an der Stelle, wo sie wenig Platz wegnimmt. Und guck mal, wie schön verarbeitet das hier aussieht. Das ist ja fast wie zu Hause. Und das ist ja jetzt ein Messefahrzeug. Also da machen die es ja besonders schön. Oder ist das bei euch am Hof auch so? Das sieht bei uns auf dem Hof 1:1 identisch aus. Also, aber das ist doch einfach toll. Ja, das gefällt mir gut. Da ist FI drin, das Ganze 3-mal. Und sehr schön sauber gemacht. Solar und Co. Und mit etwas Glück kriegt man es sogar wieder zu. Ganz genau. Ja. Sag mal, ihr habt ja viele Techniker und das Thema Schulung, jetzt kommt so ein neues Produkt, ein Bussystem kommt, die haben ein Bussystem hier drin, mit dem du Sachen schalten kannst. Wie ist denn die Unterstützung von Niesmann? Ist das okay? Natürlich, wir gehen gemeinsam vorwärts in die neuen Wege rein. Das war die Zuziehhilfe. Das war die Zuziehhilfe, genau. Das heißt, du musst sie nur anlehnen. Genau, du brauchst sie gar nicht Vollgas zuschlagen, denn es reicht, wenn du sie anlehnst. Was auf dem Campingplatz auch blöd wäre, weil die Leute dann dauernd sagen, ach, der Niesmann, der macht so Lärm. Also nochmal ganz leicht. Und deswegen wurde sie auch mit Zuziehhilfe entwickelt. Du kannst sie, also wirklich, ich lehne sie 1 cm davor an und lasse sie nur ins Schloss fallen. Das war's. Und er zieht sie ran. Genau. Ist ja heute auch keine Hexerei, so eine Zuziehhilfe, oder? Nein, und das macht's sehr praktisch. Sehr schön. Also hier siehst du schon, die Leute steigen ganz rein. Es ist nicht gedacht fürs Bett, muss man sagen. Ja. Der Wohnraum ist ja an. Aber ist das nicht eine riesen Garage hier, jetzt mal ehrlich? Ja, das ist ordentlich, oder? Ja, so kann man doch leben. Hier vorne so kleine Details. Guck mal, hier ein Schwerlastauszug. Da kannst du dann deine... nee, doch nicht. In dem Fall ist es kein Auszug, sondern einfach, dass es sicher verstaut ist. Das kannst du aber ohne weiteres auch gut rausnehmen. Also das bedarf keinen Auszug. Okay, das heißt hier, das Sicherungssystem ist ja Hightech. Das heißt, durch die eigene Gravitation werden die gesichert.
So sieht es aus. Und was vielleicht nochmal ein riesiges Detail ist, wenn wir mal auf diesen Aufkleber hier schauen. 5 Kilo. 500 Kilo Heckbeladung maximal. Ja. Achslasten muss ja auch noch gucken. Ja, na klar, aber du hast ja auch, also das muss immer berücksichtigt werden. Wie ist der Beladungszustand und welche Sonderausstattung? Aber die Stabilität gibt eine halbe Tonne her. So, und du hast bei viele Reisemobile, da dürfen nur 200 Kilo hinten rein oder auch 250. Und da sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Sehr schön, aber hier haben wir jetzt ein schweres Auszug. So, den gucken wir uns jetzt an. Gucken wir uns mal an. Der hat hier eine Verriegelung, beides entriegelt und dann kann man ziehen. Und 3 Kilometer weit kommen die dann raus und so soll es auch sein. Also damit du auch gut rankommst. Genau, du hast also hier die Schwerlastauszüge, wo du dementsprechend nochmal deine ganzen Sachen integrieren kannst und der fährt sich auch wirklich sehr schön weit aus, ist natürlich super praktisch. Alternativ gibt es auch Möglichkeiten, das habe ich auch schon gesehen, dass sich der eine oder andere hier auch eine Außenküche drauf baut. Also bei Niesmann ist es so, kannst du das ab Serie haben und das ist einer der wenigen Hersteller, zumindest mal im Seriengeschäft, die serienmäßig solche Schwerlastauszüge anbieten. Was mir auch gut gefällt, ist diese Razierblende aus Kunststoff. Ist das Alu? Es ist, also das Ganze wird vorgesetzt, es ist eine Stahlfelge, aber es ist Alu. Also es ist, wenn du willst, eine Alufelge, also es ist kein Kunststoff, sondern es ist eine Alufelge, die aber vorgesetzt wird vor eine Stahlfelge. Aber schöne Optik. Ja, total. Du hast doch nicht zwei verschiedene Felgenpaare, vorne so, hinten so. Ich finde, es sieht einfach insgesamt noch hinten ist ja hier Zwillingsbereifung drauf, deswegen. Ja, genau. Iveco Daily Unterbau mit der Zwillingsbereifung fährt sich dementsprechend natürlich super. So, mal gucken, was der Hobel kostet. 374.394 €. Haben Sie die Bar dabei eigentlich gerade? Oder ist auf Karte. Auf Karte, nee, klar. Also es ist die Platinum American Express, die du hier brauchst, 224.900 Grundpreis. Wie gehen die denn bei euch raus so meistens? Sind die so bei, ich sag mal, 270, kriegt man da schon ein oder wird's eng? Kriegt man auch. Die Frage ist, was möchte man haben? In der Regel liegen die so um die 330.000 bis 350.000 €. Dann hast du aber auch wirklich ein sehr schön ausgestattetes Fahrzeug. Also nicht bei 420 wie die andere? Nein. Wir werden gleich sehen in dem Video, dass wir in diesem Fahrzeug hier schon an Sonderausstattungen jede Menge drin haben. Dieses Fahrzeug ist mit einer Dunstabzugshaube ausgestattet. Echtglasfenster sehe ich gerade. Echtglasfenster. Und wenn wir das mal vergleichen mit anderen Fahrzeugen in der Kategorie, dann kannst du sagen, bist du hier fast zwischen 50.000 und 100.000 € Differenz. Die sehe ich da. Wir gehen mal gerade einen Schritt zurück. Hier ist ein lieber Mitbegleiter. Auf 4,50. Ist das nicht zu laut für den Wauwi? Nee. Ist der? Der ist tiefenentspannt. Der ist noch ganz jung, oder? Nee, 2,5. 2,5, aber er ist keine 10, ja, weil der ist. Gut, ist ein Junge, gell? Ja, ich sehe es gerade. So, der kommt. Sag mal, ist das schön hier auf der Messe oder ist das anstrengend? Nein, super schön. Der kommt hier rein zwischendurch, alles super. Und was hast du schon gesehen, was dir gefallen hat auf der Messe? Ja, wir sind so Morelo-Fans. Warte, ich muss aufpassen. Ihr seid Fans von Morelo. Da ist gut, weil nämlich Ferge und Wels hat auch Morelo, ja. Das ist der aus Osnabrück. So, ich muss immer aufpassen bei meinem Mikrofon, das sieht nämlich aus wie eine tote Katze und heißt auch Dead Cat, heißt das. Die beißen immer gerne rein, ja. Nee, ohne Scherz, wenn du das bestellst du einen Dead Cat. So, wir zeigen mal gerade hier die Klappe, dass wir das mal sehen. Sag mal, wenn die Klappe aufgeht, ist die Tür aber kaputt hier, oder? Ja, das liegt jetzt in dem Fall, weil wir hier die Treppenstufen zur Messe vorhaben. Aber ansonsten kriegst du sie natürlich auf und hast dementsprechend die Auszüge, wenn du was möchtest, auch über die ganze Länge. Nein, ich meine hier, die Tür, hat die jetzt einen anderen Anschlag, wenn du... Wie funktioniert das Ganze? Definitiv. Die Tür öffnet, also nicht 180 Grad, sondern wir haben hier oben eine Gasdruckfeder. Und diese Gasdruckfeder steuert den Winkel der Tür und sie ist nicht zur 180 Grad Öffnung. Also du hast einen etwas geringeren Öffnungswinkel. So, jetzt gehen wir rein und da ändert sich die ganze Welt. Philipp Kaiser ist auch noch hier, der stellvertretende für die Firma Niesmann dieses schöne Fahrzeug hier zeigt. Du kennst natürlich alle Funktionen, oder? So sieht das Ganze aus. Aber das, was ich nicht weiß, das wüsste mit Sicherheit auch der Philipp. Und wir schauen uns mal an. Ein Detail, Sven. Ja, das gucken wir uns jetzt gleich mal an, wo wir nämlich hier vorne stehen. Wir sind hier im Eingangsbereich und wir haben direkt auf der Beifahrerseite die Möglichkeit, einen Kühlschrank Ein Kompressorkühlschrank, der ist aber viel zu klein, wenn ich den ganzen Tag drin wohne. Das stimmt, aber der ist gedacht für deine Weinflaschen oder auch für deine Getränkeflaschen, dass wenn du hier gemütlich auf deinem Sofa sitzt
dass du einfach immer an kalte Getränke rankommst und der ermöglicht dir einfach nochmal zusätzlichen Stauraum. Einen großen Kühlschrank gibt es auch, den schauen wir uns aber gleich an. Das kenne ich natürlich, wenn du hier auf dem Sundeck bist bei einer Yacht, da hast du auch extra Kühlschränke, das ist genau das Gleiche. Das Schöne ist, Philipp, wenn du mal kurz durchkommst, dann zeigen wir das mal. Das ist eine Face-to-Face-Sitzgruppe mit Leder und guck dir mal an, wie du hier sitzt. Das ist doch jetzt kein... Philipp, wenn du ein bisschen leiser machen könntest hier drinnen, geht das? Selbstverständlich. Du bist ein Engel, weil sonst macht mir die GEMA nämlich das Video kaputt. Alles fühlt sich nicht an wie in einem Wohnmobil. Das hat aber was damit zu tun, dass mit den Schränken so gespart wurde, dass das Raumgefühl hier in dem Fahrzeug besonders groß erscheint. Über dir sind keine Schränke. Genau, also wir haben ein ganz großzügiges, luftiges InDesign. Über mir sind keine Schränke, das braucht es aus meiner Sicht auch nicht. Wir haben ein ganz tolles Schrankkonzept, das wir uns auch individuell konfigurieren können. Auch das schauen wir uns gleich mal an. Was sicherlich hier nochmal ein riesen Pluspunkt bei dem Fahrzeug ist, ist das Wohnraumgefühl. Du hast es gerade schon selber angesprochen, Sven. Du hast das Gefühl, als ob du nicht im Reisemobil sitzt. So ist es. Du hast diese schöne Möglichkeit der Side-by-Side-Sitzgruppe und auch der Tisch. Den kannst du mit einer Hand aufdoppeln. Krass. Und ja, so kannst du auch ganz toll mit mehreren Leuten bei schlechtem Wetter hier sitzen. Frage, ist der drehbar, der Tisch? Kannst du den drehen? Den kannst du drehen. Der ist multifunktional verstellbar. Und du weißt ja, des Campers Fluch ist schlechtes Wetter und Besuch, aber nicht in diesem Fahrzeug. Nochmal den Spruch. Des Campers Fluch. Ist schlechtes Wetter und Besuch. Hast du den schon mal gehört, den Spruch? Nee. Aber nicht in diesem Fahrzeug. Aber nicht in diesem Fahrzeug, Hier sehr lädst schön. du gerne ein und hier kannst du ganz toll gemütlich sitzen. Und Ja, was ich aber cool finde, zeig doch mal bitte, wie das gelöst ist. Weil du kannst diesen Tisch tatsächlich verschieben und da ist unten eine Schiene drauf und das ist einmalig. Das kenne ich aus keinem anderen Fahrzeug. Genau, also der Tisch ist, also flexibler geht es eigentlich nicht. Der Tisch läuft einmal auf dieser Schiene entlang und du kannst natürlich den Tisch an sich auch drehen und du kannst es dir so praktisch darstellen, wie du es gerne hättest. Du kannst es super zum Arbeiten nehmen, das Feedback habe ich schon von Kunden bekommen. Du kannst ihn ganz wegdrehen, wenn du ihn nicht mehr brauchst. Ja, du kommst super durch, von vorne nach hinten. Also der Tisch ist schon, aber das hier ist doch ein Gamechanger. Das heißt, das Ding ist nicht drin. Eine Frage, Philipp, kann ich den ganz rausnehmen, den Tisch? Also geht das oder ist das schwierig? Nein, Ganz der raus. ist so fixiert, dass er nicht entnehmbar ist. Okay, das heißt, dass er auch nicht wegfliegt während der Fahrt. Der soll ja auch halten. Sag mal, aber auch hier die Sitzbank, das ist ja dann so, du hast ein Sofa, die meisten sind ja zu zweit unterwegs, die werden das immer so lassen, wie es ist. Du hast aber 2 Gurtplätze hier auf der Seite. Genau, also optional ist es so, oder was heißt optional? Das Ganze ist jetzt als Side-by-Side-Sitzgruppe gebaut. Du kannst aber auch, wenn du mit 4 Leuten fährst, du hast noch 2 Gurtsitzplätze, das ganze Sofa drehen. Das ist ja krass. Der Philipp zeigt gerade, ja. Das ist. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn man die Funktionen, Philipp, wenn man die nicht zeigt hier in dem Auto, die Leute kommen davon selber nicht drauf, oder? Von selber kommen die meisten Leute nicht drauf. Aber darum versuchen wir auch, dass immer mindestens einer von uns im Fahrzeug drin ist, der alle Funktionen zeigt und mit den Kunden durchgeht. Weil das Ganze geht so schnell, dass man es auch gerne macht, weil die Problematik ist immer, da kommt so ein Keil rein, den hast du jetzt rausgenommen, der kommt da rein und dann gibt es den Gurtplatz. Das heißt, ich kann in 0, nix den umbauen. Ja. Und Und das kommt das zweite Kissen noch vor, die Kopfstützen rein. Das ist aber nicht die dritte Kopie von irgendeiner Lösung, sondern das wurde wirklich konstruiert, speziell von Niesmann und Bischof, speziell für dieses Auto. Und bitte nochmal zurückbauen, weil Wir haben es aber auch im iSmooth verbaut. Identisches Konzept. Also auch das, was wir im Kleinen haben, bieten wir auch im Großen an und andersrum. Und, das heißt, du drehst die Sitzbank raus. also die Sitzbank, genau, sie sitzt im Endeffekt auf dieser Seite fest und der Rest ist funktional und der Hebel ist jetzt bei Philipp. Aber wir bauen es mal zurück. Das heißt, wir nehmen jetzt den Keil raus. Ja, der Philipp hat schon 1000-mal gemacht und du auch, muss ich sagen. Du bist aber gar nicht aktiv im Verkauf, oder? Das muss man schon sagen, oder? Nein, das nicht, aber so ein paar Sachen kennt man ja und man hat auch einfach für das eine oder andere eine Leidenschaft und ja, dementsprechend macht das Spaß. Philipp, der Versteller, Der hat sich nicht verstellt. Der ist immer noch in derselben Position. Den kannst du jetzt quasi von hier aus siehst einmal... du, ich habe ihn eben nicht gefühlt, dann habe ich mich wahrscheinlich vergriffen und habe gedacht, Ja. Mensch, was ist da los? So, und, das So, und war's jetzt auch hast du schon. wieder- Und jetzt packen wir nur noch das letzte Polster wieder hier hin. Das war's. Ja, und haben jetzt eine schöne, große Side-by-Side-Sitzgruppe. So geil. Optional gibt es auch das Auto mit Hubbett.
Wir haben ja hier die Schränke. Das Hubbett ist dann auch wie beim iSmooth. Es ist quasi unsichtbar integriert. Das heißt, wir haben oben einen Keil mit an Bord und es integriert sich einfach. Die Leute können ruhig rein, ist kein Problem. Ja, machen wir jetzt nicht. Cool ist, dann. Weil das, für uns ist das cool, ja. Aber sag mal hier, Echtglasfenster heißt aber auch, das Fahrzeug ist viel leiser innen, oder? Ja, also es ist leiser, es ist einfach von der Haptik nochmal etwas anderes, wobei natürlich die Kunststofffenster auch gut sind. Aber es ist einfach nochmal ein Merkmal in dieser Kategorie auch. Und wir jetzt, wenn wir uns den Preis mal anschauen, also wir sprachen ja vorhin drüber, was kostet so ein Auto und ist der dann voll ausgestattet oder ist der nackt? Du hast hier so viele Details, der zweite Kühlschrank, die Echtglasfenster. Das ist Serie, oder wie? Das ist nicht Serie, aber das ist Das kannst du zubestellen. Genau, und was es hier für Möglichkeiten gibt. Und ein nettes Detail ist auch hier, der Scheinwerfer, oder beziehungsweise, was heißt der Scheinwerfer, die Beleuchtung. Sie ist wieder indirekt und hier ist auch noch ein Lautsprecher mit an Bord. Das heißt, auch das Soundkonzept in diesem Fahrzeug ist integriert. Also wir haben Lautsprecher verbaut, Subwoofer mit verbaut. Das ist alles, ich sage jetzt einfach mal unsichtbar, wie es sich integriert, aber es sieht einfach toll aus. Schaut euch allein mal die Landkarte an. Weißt du, was mir am besten gefällt? Finde ich persönlich, sind hier diese fliegenden Boards, die du hier hast, die auch noch beleuchtet sind. Ja. Weil das ist, da gibt es wahrscheinlich so Inlays, Philipp, die du reinmachen kannst, also die dann stehen und das Ganze ist beleuchtet, aber so unsichtbar, dass du hier diesen Glasfasereffekt hast, dass es also einfach fliegt da oben und guck dir mal die Küche an. Ja, das sind so viele Details. Das sieht doch nicht aus wie eine Wohnmobilküche. Das ist doch eine Designerküche. Die könnte so auch, ich sag mal, eine Eigentumswohnung sein, oder? Ja, aber guck dir erstmal den Fernseher an. Wo ist denn der? Genau das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Der Fernseher, der ist nämlich auch unsichtbar. Das heißt, den Fernseher fahren wir einfach hinter der Sitzbank aus. 32 Zoll. 32 Zoll Smart TV und der integriert sich hier total toll. Wenn du ihn nicht haben möchtest, dann fährst du ihn weg und ansonsten, wenn du ihn brauchst, ist er da. Cool, also auch ganz dezent. Ist ein ganz, ganz tolles Detail in diesem Fahrzeug und ja, es ist einfach ein Highlight. Komm, wir zeigen noch mal ganz kurz, jetzt wo ich natürlich kapiert habe, dass das jetzt ein Kühlschrank ist, bei dem ich meinen Wein und so weiter reinmachen kann. Das ist der Yachtkühlschrank von Dometic und der ist, wie gesagt, oben noch mal drin. Der hat sogar ein Eisfach. Der hat sogar ein Eisfach, was du auch entnehmen könntest. Aber und das ist nicht der einzige. Ich habe eben Spaß gemacht. Sag mal hier unter der Glasplatte, was ist da drunter? Ist da irgendwas Funktionelles? Hier ist noch ein Ablagefach. Du, ich fühle mich so gut, dass der Philipp hier ist, wenn wir irgendwas nicht wissen. Also alle Fragen, die ich nicht beantworten kann, musst du jetzt stellen. Also da Schlüssel kannst du reinmachen, Handy laden, kannst du alles machen. Dafür ist es auch konzipiert. Du hast einen USB-Lader mit an Bord und hast auch diesen Filzboden, dass du wunderbar ein Handy oder irgendetwas dort machen kannst. Ja, kommen wir mal zu diesem Eingangsbereich hier mit drin. Also es gibt so viele Sachen zu entdecken. Ja. Und das fängt an mit, was hast du hier? Schau mal hier ein kleines Detail. Hier ist ein Hakensystem. Hier kann ich Jacken aufhängen, ich kann aber auch Schlüssel hinhängen. Also es hat alles irgendwie seinen Platz. Und auch, schau mal, dieser wunderschöne Glasboden, ich lasse ihn einfach mal fallen. Er hat Soft-Close. Also so viele Details, die hier einfach mit drin stecken. Du hast ein komplettes zentrales Bedienfeld, wo wir die neueste Technik haben von CBE, das zentrale Bedienpanel und die Glaspanelschalter. Wenn ich nur mit der Hand näher komme, aktiviert er sie schon. Die neueste Alde ist auch mit drin, sehe ich gerade. Also genau. Die ist mit eingebaut. Und auch hier kannst du das Ganze wieder verschließen. Es integriert sich wunderbar in dem Raum. Schwarzer Dachhimmel. Jetzt sagen manche vielleicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist Automotive Design und dafür zahlst du im Auto Aufpreis. Dafür zahlst du im Auto Aufpreis. Hier ist es serienmäßig integriert. Und schau dir auch hier das Lichtkonzept wieder an. Die Küche ist auch in diesem Fahrzeug integriert und wird auch indirekt angestrahlt. Und wir haben auch hier unterschiedlichste Farben. Das heißt, die Küche ist jetzt hier in weiß gehalten. Der Rest ist in Walnussoptik. Und auch das macht nochmal den Raum unterschiedlich. Es fühlt sich extrem wertig an. Das hier ist natürlich so ein Vertikallüfter mit Fettabscheider. Kenne ich aus Profiküchen, die hier mit drin sind. Du hast ein Induktionskochfeld und Gas. Genau. Beides mit drin. Der Backofen, auch da hat man eine schöne Front entwickelt, damit das Ganze nicht so billig aussieht. Und natürlich hier der Mineralstoff, der hier verwendet ist, alles passt. Und hier kannst du es ganz genau anpassen an dein Geschirr. Ja, also super System. Das heißt, wenn du jetzt Teller hast oder Töpfe hast, dann kannst du diese Holzversteller einfach anpassen, damit während der Fahrt nichts klappert und sich nichts hin und her bewegt. Und schau dir den Möbelbau an.
wie toll das ist. Wir haben Metallauszüge, wir haben Softclose mit an Bord. Das ist einfach super. Sind die auch zentral verriegelt? Das heißt, Die sind auch zentral verriegelt, sodass du mit einem Klick alle Schränke auf einmal verschließen kannst. du hast unglaublich viel Platz. Der Philipp steht gerade hier drin. Hallo Philipp. Und da siehst du mal, wie viel Platz du hast. Er winkt uns gerade zu, aber nicht so, weil er sagen will, wie viel Platz man hat, sondern... Ich wollte einfach nur sagen, dass wir da eine Neuerung jetzt haben beim Flair. Wir verriegeln nicht mehr über den Knopf, sondern über Zündung. Zündung? Genau, sobald die Zündung angestellt wird, wird einfach komplett rundherum verriegelt. Sag mal, wenn ich mir denn doch mal irgendwas rausnehmen möchte, was mache ich denn dann während der Fahrt? Der Fahrer hat die Möglichkeit zu entriegeln. Ach, danke. Das war so. Ich weiß nämlich, bei Bavario, da kannst du für 20 Sekunden noch mal entriegeln. Also wenn du dann doch was rausholst, ja, darf man ja nicht. Aber du weißt ja, wie es ist, ja. Machen wir alle in Praxis natürlich nicht. Niemand macht das. So. Das ist übrigens die Lichtsteuerung. Das heißt, wenn du eine Annäherung hast, dann geht das Licht auch an. Dann wird das gezündet. Und das sieht man hier sehr schön. Das wird aktiviert. Jetzt fragt man sich ja immer, mein Gott, so viel Technik, da kann auch viel kaputt gehen. Aber das ist alles Automotive. Das ist ja heutzutage normal. Wenn ich sag mal, beim Volkswagen-Radio dich annäherst, kriegst du andere Funktionen, so Radarsensoren. Das ist ja Stand der Technik, oder? Ich denke, als damals die elektrischen Fensterheber im Golf 2 oder im Golf 3 aufkamen, da haben die Leute auch gesagt, oh Gott, wie lange soll das alles halten? Ich glaube, es hält alles. Ja, also genau. So, sag mal, was ist hier hinter, Philipp? Hier hinter dem Glas eigentlich? Wenn du mir das einmal kurz zeigst, wenn du schon gerade da bist. Nee. Apothekerauszug. Das ist doch cool gemacht, oder? Also absolut, du hast nochmal einen schönen großen Apothekerauszug, der sich ja auch gut ins Raumkonzept einfügt. Wir haben das Ganze hinter einer Milchglasscheibe. Du kannst es toll beladen, du kannst es von beiden Seiten, kommst du ran. Also ja, super. Und du würdest es im ersten Step nicht vermuten, wenn es geschlossen wäre. Was genial ist, grifflose Optik, also die natürlich zentral verriegelt wird. Philipp hat uns eben natürlich auch nochmal hingewiesen. Das Ganze geht dann in Verbindung mit der Zündung und auch hier der Dometic 10 im Einsatz als Kompressor, nehme ich an, in dem Fall. Nein, in dem Fall, das ist der Absauberkühlschrank. Ich habe einen Absauber 10er noch bekommen, muss ich sagen. Ist für mich das bessere Konzept. Der 10er macht auch so kalt, der steht eigentlich dem Kompressor nichts nach. Der Vorteil ist viel leiser und er braucht deutlich weniger Strom. Das ist so. Aber du bist da so ein Paradigmentyp. Also ich liebe den Absauber. Ich bin Absauber-Fan. Ich finde die Möglichkeit, die du mit dem Absauber hast, auch super, dass du ihn multifunktional nutzen kannst. Aber ich habe auch ehrlich gesagt noch nie schlechte Erfahrungen mit dem Absauber gemacht, auch wenn ich in heißen Ländern unterwegs war. Das ist auch immer eine Frage. Wie ist er auch eingebaut? Also wenn du hier natürlich ein hohes Auto hast, hast du einen hohen Kamineffekt, den du erzeugen kannst. Aber die neue 10er-Serie als Absauber ist der Hammer. Also ich kann nur sagen, wenn du einen Gastank hast und einen 10er, mein Tipp ist wirklich, den über Gas laufen zu lassen. Der macht so kalt. Also auch, komm, wir gehen mal rein, weil das Wichtigste ist, stopp, ich zeige mal gerade eine Besonderheit. Guck mal hier, bei so großen Türen wurden Spannbänder eingelassen, damit die Tür, falls sie sich mal verzieht, die kann nachgestellt werden. Ganz genau, es ist ein absolutes Qualitätsmerkmal. Auch hier sehen wir das nochmal in der Verarbeitung, dass wir hier die Metallscharniere haben. Auch das sind immer so Sachen, wo man sagt, naja, müsste ja eigentlich sein. Nein, muss es nicht. Schaut euch es mal bei anderen Fahrzeugen an. Und auch bei diesem Fahrzeug haben wir eine ganz, ganz große freie Sichtachse. Das heißt, du kannst komplett von hinten nach vorne durchs Fahrzeug durchschauen. Das macht's einfach viel, viel größer vom Raumkonzept. Ja, aber wir gucken uns mal an, was sich hier alles noch verbirgt. Ist hier eine Spülmaschine eigentlich drin, weil es hier so eine Riesenklappe ist? Weil da könnte Fischer und Peikel sein, da könnte aber einer drin sein, oder? Du kannst eine Geschirrspülmaschine mitbestellen. Das ist immer die Frage, möchtest du das oder nicht? Aber auch die Variante gibt's. Guck mal, wie schön das gemacht ist, oben mit dem Besteckfach, wo andere nur Einlagen reinlegen. Ja, es ist hier richtig schön aus Holz gearbeitet. Du siehst auch hier mal den Aufbau vom Holz. Also Multiplex. Multiplex. Es ist was Vernünftiges. Komm, wir gehen mal durch. Ein absolutes Highlight ist die Trenntür. Und da können wir es mal sehen. Jetzt kann ich dich noch ein bisschen sehen, das will ich aber gar nicht. Wenn du aber nur einen Schritt zurückgehst, dann sehe ich dich schon nicht mehr. 40 Zentimeter jetzt von der Tür entfernt. 40 Zentimeter und du bist weg. Das ist cool. Und zeig mir den Schrank daneben bitte. Denn Schränke sind natürlich in dem Bereich, wo auch die Dusche ist. Das macht ja Sinn. Das ist so und die Schränke, die sind bei vielen, gerade in der Damenwelt, etwas, da geht das Herz auf, denn du kannst ja diesen Schrank frei konfigurieren. Und wenn ich meine frei konfigurieren, dann will ich damit sagen, du kannst sagen, ich möchte eine Kleiderstange oben, ich möchte eine Kleiderstange unten haben. Du kannst aber auch sagen, ich möchte eine Kleiderstange oben haben und ich möchte unten diese schönen Auszüge haben, wo du nochmal all deine Sachen schön einsortieren kannst. Also ein richtiger Schrank wie zu Hause. Ja. Also nicht so ein Campingschrank. Genau, du hast einen Spiegel mit an Bord, du kannst ihn gut beladen, du hast hier unwahrscheinlich viel Platz.
gegenüber ist direkt die Dusche. Das heißt, auch wenn du hier was machst, kannst du ohne weiteres dich komplett frei bewegen. Die Dusche hat auch nochmal einen ganz großen Vorteil. Also wir haben einmal eine Regenschauerdusche von oben und haben auch nochmal die Handbrause, die ich aber nochmal einhängen kann. Auch das wie zu Hause. Und die Dusche kannst du dann über diese Glasschiebetür zufahren und hast es komplett separat. Also du kannst entweder die Dusche öffnen oder die Toilette schließen, korrekt? Korrekt, genau. Und ansonsten, wenn du ja im Badbetrieb bist, dann gehst du ja sowieso ins Raumbad und ziehst dir... Jetzt mal eine Frage, wenn einer duscht und ich muss dringend aufs Klo und dann bleibt die Tür offen. Dann bleibt die Tür offen, aber es macht ja auch gar keinen Unterschied, weil die Tür ist ja dann, die Dusche ist ja abgeschlossen. Der andere ist ja auch weg. Der andere ist auch weg. Also okay, verstehe. Sehe ich kein Problem. Ja, ich frage mich immer so, weißt du, cool ist natürlich der ebene Ablauf, dass du hier die haben an alles gedacht. Ja, also das ist komplett neu gedacht. Was auch sehr modern wirkt, ist ja die Betonoptik, die wir hier haben. Natürlich, das ist... es ist was Neues. Mancher sagt, oh Gott, Beton, wie sieht das aus? Das ist aber das wird verlangt heute. Wenn du da hier dir so ein Bad, so eine Dusche bauen lässt, da bist du direkt mal 20.000 Euro los. Die Leute, klar geht es auch billiger, wenn ich es selber mache, aber wenn Profis das machen, und das hier ist ja eine Eigentumswohnung, die kriegst du fix und fertig. Du musst nur noch dein Köfferchen reintragen. Im Design. Ja, absolut. Das ist so. Und ja, schau dir allein dieses schöne Waschbecken an. Also ich würde es ja bevorzugen, wenn ich hier durchgucken könnte, aber das ist natürlich ein bisschen schade, dass man das nicht machen kann. Ja, dann guck aber noch mal ganz genau hin. Ja. Denn diese Scheibe hat eine Möglichkeit, dass wir sie... Ich hoffe, der Gimmick geht jetzt. Ja, ich hoffe es auch. Ich versuche es gerade schon. Philipp, also, es ist gesperrt, du hast gesperrt. Ja, das ist gerade im Moment für die Messe gesperrt, damit es nicht durchgehend an- und ausgemacht wird. Mach mal bitte an, dass wir das sehen. Der Philipp hat es gesperrt. Er hat nämlich die Sicherung einmal ausgemacht dafür. Und jetzt macht der Philipp das einmal kurz an. Du bist aber auch fit, Philipp, muss ich ja sagen. Ja? Also du wärst jetzt ohne uns. So, und jetzt kann man hier durchgucken und siehe da, wie von Zauberhand wird also, jetzt... Haben wir jetzt die Wand in Milchglas und zack ist sie klar. Mach nochmal. Damit kannst du nochmal den Raum erweitern, ist cool, oder? Ja, ich finde das cool. Danke, Philipp. So, sehr schön. Wenn die Funktion noch einmal kurz anlässt, weil, also ich kann jetzt durchgucken, jetzt ist jetzt ist klar und jetzt mach mal hier, dass ich nochmal zumachen kann und sehr schön. Also das kenne ich. Ich war nämlich in Vancouver. Da ist ein Technikmuseum. Da kannst du nämlich die ganzen Scheiben so verdunkeln und die Kids sind dauernd am Auf- und Zumachen. Ja. Da ich das Badezimmer mal sehen. Also das wäre hier auf der Rückwärts, weil du würdest das jetzt schließen und dann hättest du ein Raumbad mit Toilette, mit Aktivkohlefilter hier unten drin, Absaugung, Festtanktoilette. Ganz genau. Kann ich nichts hinzufügen. Du hast einen schönen großen Handtuchheizkörper, der wirklich sehr groß ist und nutzbar ist und der auch in schwarz ist. Auch das ist wieder so ein Merkmal, sonst verchromt ist, glaube ich, kein oder weiß ist Standard. Hier was in schwarz. Du hast ganz, ganz viel Platz für die dollsten Dinge, die du hier... Das wäre so ein typisches Fach, wo du Klopapier reinmachen kannst, also und so weiter, was auch so weit öffnen soll. Genau. Das ist cool. Aber hier, ich finde die Schubladen so klasse hier drunter, dass die grifflos sind. Du kannst deine Zahnbürsten, wenn du das möchtest, hier mit reinstellen. Wir haben aber auch den Spiegel, der noch fungiert als Stauraummöglichkeit. Damit auch während der Fahrt alles gut verstaut ist, haben wir die Gummibänder noch mit an Bord. Du hast die Steckdose hier mit integriert. Also schaut es euch an, das ist großes Kino. Absolut. So, Highlight ist allerdings auch das Schlafzimmer, denn du kannst dich hier mehrfach vereinzeln mit mehreren Türen. Wenn du das jetzt öffnest, hast du erstmal 2 große Schubladen hier unten. Und die Schubladen haben den Vorteil, dass du hier zum Beispiel die Schmutzwäsche reinschmeißen kannst. Dann das wäre eine Variante. Ich mache nochmal das Licht hinten an. Guck mal, dieses Ambiente hinten. Und das ist das, was ich meinte. Du hast ein ganz, ganz neu gedachtes Lichtkonzept. Wir haben jetzt mal nicht das volle Licht angemacht, sondern nur die punktuellen Möbelspots, die jetzt quasi die Oberschränke anleuchten. Und jetzt musst du dir vorstellen, liegst du hier drin, einem verregneten Herbsttag. Das ist doch super gemütlich. Das hat mit Wohnmobil nichts mehr zu tun. Das hier ist eigentlich ein Hotelloft, oder? Ja, kannst du sagen. Was auch total toll ist, wir haben an der Heckwand eine Lederoptik. Das heißt, es ist ganz, ganz weich gepolstert. Es schaut super gut aus. Und es ist einfach auch vom Anfassen her toll. Es gibt ein gutes Gefühl. Auf Wunsch der zweite Fernseher hinten im Heckbett, den du auch nochmal ausziehen kannst. Sehr gut. Ich sehe schon, ja, ich liege super, aber ich wollte euch nochmal die indirekte Lichtleiste zeigen.
Bei mir ist indirektes Licht immer total wichtig und da ist Niesmann anderen um Lichtjahre voraus, weil du hier natürlich diese Lichter alle indirekt anscheinend hast. Ich habe sie auch gerade nochmal gedimmt. Du kannst sie, wie gesagt, stufenlos verstellen. Ja. Sehr schön. Wir müssen weiter, weil ich muss ja noch mit Matthias noch drehen. Und der Leo wartet auch noch. Der Leo wartet auch noch. Wenn du mal gerade hier diese Glasfront nochmal durchsichtig machst, noch einmal für mich, dass man das mal sieht. Also das funktioniert und Echtglas und hier natürlich noch ein Bypassventil von Alde. Ich bin begeistert, wir gehen raus. Philipp, du hast noch ein paar Stunden. Ich habe noch ein paar Stunden. Guck mal auf die Uhr, jetzt haben wir hier kurz vor 2:30. Danke Philipp und ich nehme an, du hast einen Auftragsblock hier, du kannst direkt im Fahrzeug schreiben, oder? Mehr oder weniger, aber wir haben hier dieses Jahr die Situation, dass wir ja gar nicht schreiben, sondern nur beraten. Nur beraten, das ist ja schön, ja. Ansonsten Wer geht... schreiben will, kommt zu uns. Kommt zu euch, nämlich nach Osnabrück, in der Nähe von Osnabrück in Bissendorf. Dort ist die Firma Verge und Welz, einer der ältesten, wie heißt der Laden hier? Niesmann und Bischof, Händler Deutschlands, ja. Mit dem müssen wir noch mal reden, oder? Auf jeden Fall. So, wir gucken noch mal kurz aufs Preisschild. Also wenn Sie noch 300 und wie viel, was kostet der Hobel? 340? 374 dieser hier. 374.000 Euro zu viel haben, dann gehen Sie doch, dann gehen Sie doch dahin, kaufen sich gleich 2, weil dann kann die Frau nämlich vorne wegfahren, hat ihr eigenes Reich und du kannst dahinter fahren mit einem Flair 920. Mir gefällt er echt gut. Also das ist toll. genau mein Style. Und in der Preiskategorie muss man auch wirklich sagen, bei 374.000, ja klar, das ist viel Geld, aber schau mal, was du alles hier geboten bekommst mit der Ausstattung. Inklusive Philipp. Inklusive Philipp, aber ich glaube nur für einen Tag. So, auf einen Tag. Niesmann und Bischof, eine riesen transluzente Wand, die hier hängt. Wir sind in Halle Nummer 6 auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf. Und wenn wir hier mal gerade durchgucken, ich finde auch den Stand ziemlich schick. Wenn du mir das mal gerade beiseite schiebst, dann siehst du, ja, das ist natürlich dann was ganz anderes. Andere Welt ist auch Camping. Aber hier bist du auf Hotelniveau. Aber vollumfänglich. Also ich habe schon das Gefühl, wenn du dir aber auch mal das Finish allein hier von dem Alu ansiehst, wie das außen gemacht ist, da siehst du kaum Wellen. Also du hast bei vielen Anbietern, siehst du richtig Wellen beim Abrollen. Das hast du hier nicht. Und ich habe so alles das Gefühl, Niesmann ist auf einem richtig guten Weg, oder? Es schaut einfach super aus. Die ganze Optik, das ganze Fahrzeug ist stimmig. Das macht es einfach. So, ich guck mal auf die Uhr. 37 Minuten, die sich gelohnt haben. Bleiben Sie dran und vertrauen Sie einem sehr interessanten Mann, nämlich Christian Karp von Verge und Welz. Ja, Verge und Welz. Tschüss. Ciao, ciao.